Willkommen! Hast du Schwierigkeiten mit Dialogen für die B1-Prüfung? Stell dir vor, du bestehst deine Prüfung, indem du die ultimative Überraschungsparty planst. In dieser Präsentation lernst du wichtige B1-Ausdrücke und Strukturen, indem du ein reales Szenario der Partyplanung durchspielst. Lass uns mit den wichtigsten Sätzen für die geheime Planung einer Party beginnen. Wie wäre es, wenn wir eine Überraschungsparty organisieren? Heißt, wie fändest du es, eine Überraschungsparty zu organisieren? Ich schicke die Einladungen. Bedeutet, dass du die Einladungen versendest. Mit "Kannst du kommen?" erkundigst du dich nach der Teilnahme. Wenn du jemanden um etwas bittest, sagst du, "Kannst du den Kuchen backen?" Und um Hilfe anzubieten, sagst du, "Ich kann die Getränke mitbringen." Jetzt unterteilen wir den Dialog in 3 Phasen: die Ideensammlung, die Aufgabenverteilung und die Bestätigung. Zuerst sammelt ihr Ideen. Wie sollen wir den Raum dekorieren? Anschließend verteilt ihr die Aufgaben. Kannst du die Einladungen schicken? Am Ende bestätigt ihr die Details. Also, wir treffen uns um 18 Uhr. Stimmt's? Achte dabei auf Modalverben wie können und sollen, auf trennbare Verben wie einladen und auf die Unterscheidung zwischen Dativ- und Akkusativobjekt. Jetzt bist du dran. Formuliere eigene Sätze anhand des Partyszenarios. Vervollständige zum Beispiel den Satz "Du den Salat machen?" oder formuliere eine Frage, um eine Zusage zu erhalten. Schreibe deine eigenen Vorschläge auf und überprüfe, ob Wortschatz und Grammatik stimmen. Üben hilft dir, sicherer zu werden. Die Strukturen und Ausdrücke aus diesem Szenario kannst du in vielen anderen Bereichen der B1-Prüfung anwenden. Auf Reisen, beim Einkaufen und im Alltag. Du kannst im Reisebüro fragen, "Können Sie mir ein Ticket nach Berlin buchen?" Im Geschäft sagst du, "Ich möchte dieses Kleid kaufen. Gefällt es Ihnen?" Und im Alltag, "Am Wochenende räume ich die Wohnung auf." Übe diese Strukturen auch bei Themen wie Essen bestellen oder über Hobbys sprechen, um dich umfassend auf die B1-Prüfung vorzubereiten. Willkommen zu unserer heutigen Folge. Heute helfen wir euch, das B1 Deutschprüfung zu meistern, und zwar auf eine richtig spannende Weise, indem wir eine Überraschungsparty planen. Wie cool ist das? Ja, richtig. Wir werden lernen, wie man auf Deutsch über eine Überraschungsparty spricht. Es ist ein super praktisches Thema, weil es viele wichtige Redewendungen und grammatikalische Strukturen enthält, die in der Prüfung sehr nützlich sein können. Genau. Stellen wir uns mal vor, wir müssen für einen Freund oder eine Freundin eine Überraschungsparty organisieren. Wie könnten wir das auf Deutsch sagen? Zum Beispiel, wie wäre es, wenn wir eine Überraschungsparty organisieren? Eine großartige Frage. So ein Satz hilft uns, Vorschläge zu machen und ist perfekt für die B1-Prüfung, weil er den Gebrauch von "wie wäre es" und den Konjunktiv zeigt. Die Struktur ist wichtig, um höflich und kreativ Vorschläge zu machen. Absolut. Und wie geht's weiter? Wir müssen natürlich auch die Gäste einladen. Ein einfacher Satz wäre, "Ich schicke die Einladung." Aber was, wenn wir jemanden direkt fragen wollen, ob sie kommen können? Da könnte man sagen, "Kannst du kommen?" Oder etwas formeller, "Könntest du zur Party kommen?" Das ist super für die B1-Prüfung, weil wir hier den Konjunktiv für höfliche Bitten verwenden. Und dann kommt der spannende Teil, die Aufgabenverteilung. Wer macht was? Kannst du den Kuchen backen? Oder "Ich kann die Getränke mitbringen"? Das sind einfache, aber wichtige Sätze, um Aufgaben zu verteilen. Richtig. Und diese Sätze nutzen häufig den Akkusativ und den Dativ. Kannst du den Kuchen backen? Hier haben wir den Akkusativ für Kuchen. Bei "Ich kann die Getränke mitbringen" benutzen wir den Akkusativ für Getränke. Und nicht vergessen, separable Verben. Beim Mitbringen ist das Beispiel super. "Ich kann die Getränke mitbringen." Da trennt sich das Verb, was viele Schüler manchmal verwirrt. Ja, separable Verben sind wirklich tricky, aber auch super wichtig. Und bei den Einladungssätzen kann man auch gut mit Modalverben wie möchten arbeiten, wie zum Beispiel "Möchtest du kommen?"
Das klingt auch sehr einladend. Ich liebe es, wie wir hier durch die Planung der Party immer wieder diese wichtigen Strukturen üben. Es ist fast wie eine kleine Übung für die B1-Prüfung, oder? Total. Jetzt, wo wir die Grundlagen haben, könnten wir auch mal die bestmögliche Formulierung für die finale Bestätigung ausprobieren. Zum Beispiel: Kannst du mir bis morgen Bescheid geben, ob du kommen kannst? Ein bisschen formeller, aber super nützlich für die Prüfung. Und ein weiterer wichtiger Punkt für die Prüfung ist, wie man flexibel auf unerwartete Fragen reagiert. Wenn jemand absagen muss, könnte man sagen: Schade, aber vielleicht ein anderes Mal. Solche höflichen Ausdrücke sind auch super wichtig für die Kommunikation. Total. Und jetzt seid ihr dran, liebe Zuhörer. Denkt mal nach. Wie würdet ihr eine Einladung für eine Überraschungsparty formulieren? Was würdet ihr sagen, wenn ihr jemanden fragt, ob er oder sie helfen kann? Genau, lasst uns wissen, welche Sätze euch einfallen. Ihr könnt sie in den Kommentaren hinterlassen und wir geben euch gerne Feedback. Wir wollen euch auch noch ein paar schnelle Fragen stellen, die euch bei der Prüfung helfen werden, verschiedene B1-Themen zu üben. Zum Beispiel: Was machst du, wenn du im Urlaub bist? Oder wie gehst du einkaufen? Super, das bringt uns direkt zum nächsten Punkt. Diese ganzen Strukturen und Redewendungen, die wir heute verwendet haben, könnt ihr genauso auf andere Prüfungsthemen anwenden. Sei es beim Einkaufen, Reisen oder bei alltäglichen Gesprächen. Es geht darum, die Flexibilität der Sprache zu üben. Und denkt daran, wenn ihr immer wieder übt, wird es irgendwann ganz natürlich für euch. Also vergesst nicht, unseren Podcast zu abonnieren. Nächste Woche gehen wir tiefer in die Themen Essen bestellen und Hobbys besprechen. Bis dahin viel Spaß beim Üben. Genau, bleibt dran, übt weiter und bis zur nächsten Folge. Hallo Sophie, wie geht's dir? Hallo Ben. Mir geht's super. Danke. Und dir? Auch gut. Hör mal, ich brauche deine Hilfe bei etwas total Wichtigem. Oh, das klingt spannend. Erzähl mal. Wir müssen eine Überraschungsparty für Clara organisieren. Ihr Geburtstag ist nächste Woche. Eine Überraschungsparty für Clara? Das ist eine super Idee. Ich bin dabei. Wann und wo soll das sein? Ich dachte an nächsten Samstagabend, den 20. Mai, bei mir zu Hause. Was meinst du? Passt dir das? Ja, nächsten Samstagabend passt mir perfekt. Muss ich etwas mitbringen? Das ist lieb von dir. Vielleicht könntest du ein paar Snacks machen oder einen Salat mitbringen. Ich kümmere mich um die Getränke und die Hauptspeise. Klar, mache ich gerne. Soll ich auch einen Kuchen backen? Clara liebt Schokoladenkuchen. Das wäre fantastisch. Sie wird sich riesig freuen. Sollen wir noch andere Freunde einladen? Auf jeden Fall. Wen sollen wir denn einladen? Emilia und Max? Und Lena und Tom? Ja, gute Idee. Aber wir müssen sicherstellen, dass niemand Clara etwas verrät. Das ist das Wichtigste, oder? Absolut. Es muss eine echte Überraschung sein. Ich schicke Ihnen Nachrichten und bitte Sie, ganz leise zu sein. Perfekt. Ich mache eine Liste mit Dingen, die wir noch brauchen, zum Beispiel Dekoration und Musik. Oh, Musik ist wichtig. Ich kann meine Playlist mit Ihren Lieblingsliedern mitbringen. Das ist toll. Und vielleicht können wir ein paar Fotos von Clara für eine kleine Diashow sammeln. Ja, das ist eine süße Idee. Ich habe noch viele alte Fotos von uns. Wann sollen wir uns noch einmal treffen, um alles zu besprechen? Wie wäre es mit Mittwochabend gegen 7 Uhr bei mir? Dann können wir die letzten Details klären. Mittwochabend um 7 Uhr passt mir gut. Soll ich schon mal ein paar Ideen für Spiele vorbereiten? Das wäre super.
Vielleicht 2 oder 3 einfache Spiele, damit es nicht zu kompliziert wird. Alles klar. Und wie locken wir Clara aus dem Haus, damit wir alles vorbereiten können, bevor sie kommt? Ich dachte, ich frage sie, ob sie mit mir ins Kino gehen möchte. Dann bringe ich sie nach Hause und alle sind schon da. Das ist ein cleverer Plan. Sie wird nie etwas ahnen. Das hoffe ich auch. Ich freue mich schon riesig darauf, ihr Gesicht zu sehen, wenn sie reinkommt. Ich mir auch. Das wird sicher eine unvergessliche Party für Clara. Ich muss jetzt aber zum Sprachkurs. Bis Mittwoch. Okay, danke für deine Hilfe, Sophie. Bis Mittwoch. Vielen Dank, dass du dir dieses Video bis zum Ende angesehen hast. Wir hoffen, dass dir das Thema Überraschungsparty geholfen hat, wichtige Redewendungen und Strukturen auf dem B1-Niveau zu üben. Mit diesen Werkzeugen kannst du nicht nur eine Party planen, sondern auch andere alltägliche Situationen wie Reisen, Einkaufen oder Smalltalk selbstbewusst meistern. Wenn dir das Video gefallen hat, lass uns gerne ein Gefällt mir da und abonniere unseren Kanal für weitere Lerninhalte rund um die B1-Prüfung. Schreib uns in die Kommentare, welche Themen du als nächstes üben möchtest. Viel Erfolg beim Lernen und bis zum nächsten Mal.